Ik freue mich, dass du von der Ware hast angeschaut, dass wir von der Ware kennen, was mit dir mitteilen. Ich freue mich auch sehr, dass ich das hier von der Büte kann tun. Das ist die Koseine. Da sind ein paar seine reine Blätter kommen dort. Nu ist es fein warm geworden hier. Nu, weil wir in Kanada mal Büte sind und wir freuen uns bloß sehr, dass wir das kennen, das ist das tun. Euer, ich angehe mit dem Programm, euer, ich Wort mitteilen, da möchte ich Ihnen was fragen, Sie würden anklicken wollen, an den kleinen roten Knopf da. Dat würde dann sehr helfen, dass ihr subscriben an unseren Kanal. Wir haben auch 2 Kanäle. Wir haben auch einen englischen noch, den kann ich auch anklicken. Da sind viel mehr Videos von Musikbauer. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr dort seid. Das ist doch so schmack, dass du und ich kennen, dass das Kommunikation haben, dass wir uns untereinander anspornen, Gott zu dienen und ihm zu loben und zu preisen. Ich freue mich, dass ich hier von dir kann mit Ihnen sein, ein bisschen mitteilen werden. Auch möchte ich Ihnen sagen, wir haben ein WhatsApp, dem kann ich auf dem einen Video, wenn es so eine Hechtrolle hat, da wird die WhatsApp-Nummer sein. Wenn ihr uns mal schreiben, wenn ihr uns mal was mitteilen, da wird uns freuen. Für die nicht für uns antworten, wenn es für die andere Sachen auch noch zu treffen, wenn es das bloß als ein Hobby. Ich hoffe, dass ihr auf dem einen die Nummer nehmen und so was schreiben. Da sind so viele Themen, die wir können überreden. Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr wollt, dass ich überreden darf, und if ich das kann tun, mit Gott sei nicht Not, das würde ich hier tun. So schreibt uns bloß an, und dann wollen wir weiter, ob das schaffen wird oder nicht, oder ob wir es kennen oder nicht. Von daher möchte ich Ihnen mal anreden, wenn der eine der am Himmel gehen. Wir haben einmal gefragt, wer ist das mit der, was am Himmel geht? Wer ist das? Warum ist das nicht eine kleine der? Warum ist das der schwere Nenngehen? Hast du dich vielleicht mal gefragt, wie das damit Ganze steht? Jesus sagt zu uns, ich sehe der. Das ist so einfach. Ich sehe der im Himmel. Wisst ihr das? Jesus sagt zu uns, wer mir nachfolgt, wer mir diene, der wird durch meine der durchgehen. Ich sehe der. Ich sehe die Vergebung der Sünde. Das ist nicht die Prediger in der Kirche. Und das ist auch nicht der ganze, was die da für sich eins was entbilden. Da sind so viele religiöse Gruppen in der Welt. So viele Leute, dass sie das alle recht getan haben. Und dass sie die Rechte sind. Ich kann Ihnen bloß sagen, mir raubt einer an ein paar der 3. Und das wie eine Frau. Diese Frau, die fragt mich, ob sie mal einen Bibelvers für mich lesen können. Die können mir sehr knapp ein paar wie Plautdietsch. Na, warte ich mir einmal an, wer das wir. Die werden von den Jehova Zeugen. Und ich sagte her, horch mal, du hast einen angetroffen, wo das Evangelium von Jesus wiederbringen wird. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht, was du ans Lehren wirst. Wenn ich weiß, wer das ist damit. Das sind falsche Propheten. Und das gibt so viele von denen. So viele falsche Propheten, die wollen uns was anbilden kommen. Und ich möchte Ihnen bloß sagen, der einzige Weg, durch der eine der, was die Bibel sagt, das ist durch Jesus. Jesus ist der. Und Jesus sagt uns auch, da wollen wir mal ein paar da durchgehen. Wenn es die meisten Menschen wollen gehen, nicht durch das Schwere durchgehen, die wollen bloß alles leicht haben. Das ist auf dem Breidenweg nur der Hall. Das ist auf dem Breidenweg, wo auch allerhand religiöse Menschen sind. Die sagen, die vielleicht würde die so benehmen, all dort. Jesus sagt, komm mit deinen Sinn nur mir. Ich sehe für deinen Sinn um Kreuz gestorben. Ich sehe der im Himmel. Ich sehe der Jansja. Ich sehe der Gott, wo die Europa hat. Da ist es so wichtig, dass du eigentlich glauben, dass wir die einzige Rechte sind. Wir sind gar nicht recht. Jesus ist recht. Und er macht uns, dass wir am Dönen nachfolgen. Und dann sagt er hier, ich möchte ein bisschen lesen hier, Jesus ist die Tür zum Himmel. Jesus ist der zum Himmel. Nur wenige gehen auf dem schmalen Weg, aber viele auf dem breiten Weg. Das gibt so viele Entscheidungen, die du und ich im Leben tun können. Zum Beispiel, wenn wir noch an die Kirche fahren und wenn wir da bloß fromme Menschen sind am Sonntagvormittag, wie glaubst du, dass dort die was im Himmel bringen? Das hilft dir nicht. Erstens mal bist du bloß der Genot geraten worden, sodass wir uns nicht pucken können, dass wir was richtig getan haben und dass wir gute Menschen sind. Wir sind gar nicht gute Menschen. Wir sind bloß gut, wenn Jesus in unserem
hart wonen deed, wanneer hij onze Sünde afwaschen deed, wanneer hij ons vrijmaken deed van de Sklaverei der Sünde. So die Schmack, dass du dich auch freut hast. Und wenn du das noch nicht erfahren hast, doe dat toch, als je gestorben is. Wens de noemen men niet. Wens onze Kirche noemen, wo wir nicht im Himmel kommen. Wir moeten eine Entscheidung machen für Gott. Und er macht das, dass wir das verarmen, dass wir bereit sind, an zu bejenen. Das ist deine Noberleibe. Wenn du dich der eine der was im Himmel gehen, dann wirst du auch mal sicher merken, dass du auch nur die Nober gehst und fragst, dass er die Welt vergeben. Und dass du ihm auch vergeben hast, was er dir getan hat. Das ist nicht einfach. Das ist keine einfache Sache nicht. Bloß Jesus kann das tun. Er raubt dich von der Tau, dass du das musst tun. Dass du auch musst diesen schmalen Weg gehen, wo dich der Einzige in der im Himmel geht. Und der ist Jesus. Der ist Jesus, wo wir im Himmel gehen. Kein anderer. Das ist kein anderer Weg. Wenn du Antichrist kommst, so eine Religion, wo nicht Jesus den ersten Platz geben, wo nicht glauben, dass Jesus der Herr und Retter ist, das ist der Antichrist. Dem du nicht glauben. Wenn die nicht im Namen Jesus kommen, dann du nicht glauben. Aber wenn nur die im Namen Jesu kommen, dann du dich glauben. Wenn du erstmal ein Weg im Himmel nennen, der ist Jesus. Dein Leben anfangen, Jesus zu folgen. Wir sollen anfangen, uns Leben Jesus handzuheben, ihm zu folgen. Was ist Jesus? Er ist deine. Er ist der Mensch, der Feitwasche. Jesus ist der Mensch, der Feitwasche. Und als er das die Jünger sagte, nee, nicht mit der Feitwasche. Er sagt, wie müssen sie Kinder werden? Sie sind kleine Kinder, wie müssen glauben Gott. Nicht uns sitten und gebräuchen. Dort hat Gott uns nicht gesagt, dass wir da leben sollen. Wir sollen an Jesus leben. Und wenn wir an ihm leben wollen, dann wird er uns auch Weisheit geben, dann wird er uns leiden, dann wird er uns führen. Es ist nicht Schmack, das hat Gott uns versprochen. Der Bräuterweg aber, hat nur der Hall. Und da sind so viele Kirchenmenschen, die am Weg nur der Hall sind. Weißt du, wenn sie haben ihr Leben niemals Jesus gegeben. Der einzige Weg ist im Himmel, der eine, der im Himmel ist Jesus. Der Bräuterweg, wo viele sind, der hat nur der Hall. Jesus sagte uns, dass ihr keinen anderen Weg, bloß durch mich, wo ihr im Himmel kommen. Als die Jünger dort endlich mal antworten, dass sie einen Gott deine Deide, dass sie Jesus deine Deide, was sie seine hatten, Kreuz auf Golgatha sterben, als Jesus dann von der Döde abstund und als er dann eines Tages ungeehrt wird, dann sagt Jesus, soll Frieden mit uns sein. Da muss doch Frieden mit uns sein. Dass der Heilige Jesus in uns leben wird. Wenn du und ich worden demütig sein, Christen sein, mit einem frohen Gesicht, das ich als Völker gesagt habe, demütig Christen sein. Völker lebst du, dass du ganz recht bist über Sachen. Du aber nicht über Väter. Du doch nicht doll worden über mit deinen Nober. Dann du doch einfach ein bisschen geben, angeben, und als ein kleines Kind nach Jesus kommen. Und Frau, als er dir nicht will helfen, durch diese schwere Zeit durchgehen, da sagt Jesus auch, auf den schmalen Weg wird das sehr schwer sein. Das wird nicht leicht sein. Die Soten wird immer kommen in uns Welt, da wegschlappen von dem schmalen Weg. Der schmale Weg führt durch Jesus, durch der im Himmel. Der Bräuterweg geht, das ist wie alle weiter, das geht nur der Hall. Du hast das nicht so nerv. Du kannst dir eins was tun. Du kannst ruhig ein bisschen leben, du kannst ruhig ein bisschen stehlen. Aber wo wir gehen, wir sind nicht perfekt. Auch wenn wir auf dem schmalen Weg gehen, wir sind da wenigstens perfekt. Jesus sagte uns, er wird mit uns sein. Er wird uns niemals den rateren Lot geben, als wir drauf können. Und wirklich glaube ich, Mensch, der Lot ist aber sehr schwer. Das geht aber sehr schwer sein. Aber weißt du was, wenn du dich dann nach Jesus wendest, wenn du Jesus dann fragst, als er die Welt genau geben und durch diese Situation dich helfen, dann wird er sagen, ja, ich weiß all, was da kommt. Du brauchst mich nicht mal fragen, ich weiß all, was du in dein Hart denkst. Wenn es heute für uns gemerkt,
Das Einzige, was wir brauchen tun, wir brauchen geloven dat Jesus ons Herr, ons Redder ist. Dann sehen wir seine Kinder. Und dann dürfen wir unsere Sünde anbekennen und dann weten wir dort, wie Gott seine Kinder sind für immer. Es dort nicht schmuck, wo Gott uns dort hat abgelehnt, alle Taub. Jesus sagt, ich sehe der im Himmel leben. Ich sehe der Jansia, was Wort in den Himmel bringen. Und wenn du was gestorben sein, dann wird Jesus da sein, dann wird dreht zu dir. Du hast es sehr gut gemacht, mein Knecht. Nu wirst du im Himmel sein für immer mit mir. Du wirst niemals mehr Lieder brücken. Du wirst niemals mehr ein so tun, nur die kommen und die da wegholen. Jesus macht uns, dass wir Frau sind. Dass wir arm deine und dass wir uns konzentrieren darauf, dass er uns wird in den Himmel bringen. Dass er der im Himmel ist. Dort ist der eine der, wo das geht. Der eine der im Himmel ist, der Jesus. Ich hoffe, dass ihr das Wort verstehen. Ich weiß das auch. Dus ik op was, ik verstond het voor vele jaren niet. Ik wil me gleich zeggen als ik geraad weer. Nu zie ik me zeggen, wegens ik geloof aan Jezus, dat heeft hij mij versproken. En wanneer ik dat wil leven, dan zie ik al Gott zijn kind, naar wat hij met ons in de hemel komen. Is dat niet smak? Bist du froh dat hij Gott zijn kind te zijn? Nou, nu mocht ik dat du anderen ook dit was aansparen. En dat ook metdelen was, wat God voor ons gedaan heeft. Ik wens dir, mijn lieve broeder, lieve zuster, lieve toehoorder, ik wens dir einen schönen Tag en Gottes Segen, wat immer du das en wann immer du was an omroepen, dat du was froh zijn, arm te dienen van ganzem Harte. Hab einen schönen Tag.